Wir begleiten zwei Gründer auf ihrer Geschäftsreise nach Istanbul. Auf dieser Reise wollen die Gründer Lieferanten sowie Produkte für ihr Online-Business finden. Dabei werden sie von Mike Besso und seinem Team begleitet. Mike ist selbst vor einigen Jahren erfolgreich in die Türkei ausgewandert und hilft nun anderen in der Türkei, Produkte und Lieferanten zu finden. Zudem hat er international ein Partner- sowie Schulungsprogramm aufgebaut, um Quereinsteigern einen einfachen Weg in das Online-Business zu ermöglichen. Der geografische Standort der Türkei ist für den Handel mit der EU, Russland und viele arabische Staaten ideal gelegen. Die Lieferzeiten und Versandkosten sind deutlich geringer im Vergleich zu China. Die Türkei ist für seine hochwertigen Textilien weltweit bekannt. Doch bietet die Türkei weitaus mehr Produkte als nur Textilien an. Das Potenzial der Türkei ist noch lange nicht ausgeschöpft. Man sagt, das Geld liegt hier auf der Straße rum. Man muss nur wissen, wie man es aufheben kann. Wir werden Lieferanten in Istanbul besuchen. Mike Besso und sein Team werden uns Produkte für den Onlinehandel vorstellen. Wir lernen, welche Fehler vermieden werden sollen und welches Geschäftsmodell am besten läuft. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Amazon, dem eigenen Onlineshop oder dem Verkauf von Waren direkt an Händler. Eine Art Streckengeschäfte, die in Deutschland sehr üblich sind, nur selten zusammen mit der Türkei genutzt werden. Durch den starken Wandel und die Inflation wollen immer mehr Menschen sich ein zweites Standbein aufbauen. Eine weitere Einnahmequelle ist für viele der Weg in die finanzielle Freiheit. Daher reisen immer mehr Personen in die Türkei, um dort Produkte und Lieferanten zu finden. Man sollte sich jedoch auf eine sprachliche Barriere einstellen. Wir haben kaum Lieferanten gefunden, die Englisch konnten. Ohne einen Übersetzer war es bei vielen Lieferanten kaum möglich zu kommunizieren. Ich bin Paul, ich bin 39 Jahre alt, habe Familie, 2 Kinder. Ich möchte viel mitnehmen, also einfach lernen, wie man damit umgeht. Ich habe schon ein paar Erfahrungen damit gemacht, aber ich möchte live sehen, wie man damit arbeitet, wie man das macht, wie man Werbung schaltet zum Beispiel, wie man mit Shops arbeitet, wie man auch digitalisiert und das Ganze irgendwie als Produkt verkauft, wie man eigene Marke verkauft, wie man eigene Marke zum Beispiel auch aufbauen kann. Und das Ganze möchte ich natürlich hier lernen und mitnehmen. Ich bin die Esra, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe auch Familie und 2 Kinder. Beruflich bin ich Steuerfachangestellte, bin da schon ziemlich lange tätig gewesen und jetzt möchte ich wechseln. Ich habe im Online-Business 0 Erfahrung, das heißt einfach so die Grundprinzipien beigebracht bekommen, wie ich da vorgehen muss, welche Schritte ich befolgen sollte und einfach so eine Begleitung zu haben. Das wären so meine Wünsche und Erwartungen. Dann zeigen wir euch, wie die hier verpacken wird. Das heißt, wenn ihr Produkte bestellt und so, wie das Ganze verpackt wird. Okay. Weil es ist ganz wichtig, dass immer hinten zum Beispiel draufsteht, wer so der Hersteller ist. Sonst dürfen Produkte nicht importiert werden. Es sind ganz viele Produkte, die sind alle kennzeichnungspflichtig. Das heißt, Hersteller werden dann nicht wir? Nein, Hersteller ist jemand anderes, aber ihr seid die Importeure. Weil in Deutschland ist es so. Wer ist zum Beispiel Zauberklau? Das ist eine Marke von uns. Aber der Importeur ist jetzt zum Beispiel eine andere Firma aus Österreich. Ach so. Also die Wenn Produkte direkt über Amazon verkauft werden sollen, ist es möglich, die Artikel direkt aus der Türkei zum jeweiligen Amazon-Lager zu senden. Die Produkte werden in der Türkei für den weltweiten Versand vorbereitet. Jeder Karton wird mit den notwendigen Etiketten beklebt. Hierbei sollen die Produkte auf den Standard der EU und Deutschland verpackt werden. Wir erfahren, bevor man eine größere Menge bei einem Lieferanten herstellen lässt, sollte vorab immer ein Muster angefordert werden. Damit können Fehlproduktionen vermieden werden. Besonders als Gründer wäre eine Fehlinvestition ein harter Rückschlag. Das sind so die besten Möglichkeiten, die man machen kann. Es gibt einmal Amazon FBA Business, All-In-Shop-Business, das ist ein Online-Shop, an Endkunden, das ist B2B-Shop. Die 3 Varianten gibt es. Amazon ist es so, da gehen wir nicht hin und suchen das Produkt, sondern wir schauen vorab, wie sind so die Suchanfragen. Und danach gehen wir erst hin und suchen das Produkt. Man sollte nicht aus dem Bauchgefühl ein Produkt herstellen, sondern erstmal den Markt analysieren und ermitteln, nach was suchen Kunden genau. Je besser der Markt vorab analysiert wird, desto besser wird der Verkauf im späteren sein. Denn kein Händler möchte Waren nur im Lager rumliegen haben. Ganz wichtig, dass halt auch immer der Code drauf ist mit allen Informationen, weil alle Infos müssen schon. Ich kann es nicht rausziehen, zeige ich euch aber gleich. Ah ja, genau.
Perfekt, dann könnt ihr hier einmal sehen, welche Infos so da drauf sind. Wer ist der Hersteller, die Beschreibung, was ist da drin, das Material, wo wird das hergestellt. Also so viele Infos, wie es geht, einfach für den Import. Ja, die Kartons sind halt immer erstmal so, kommen jetzt ganz normal gefaltet. Und dann gibt es manchmal bei Kartons, wie ihr da auch so sehen könnt, sind da nochmal so Eisendinger dran. Ja. Genau, einfach, da kommen wir auf das Produkt an, damit, wie das verschickt wird und alles mögliche. Das ist halt nochmal robuster, wenn man das nochmal so macht. Die sind geklebt und getackert. Die Kartons werden auch hier produziert? Auch hier, genau. Alles hier produziert. So, dann kommt ein Etikett drauf. Also du kannst dir aussuchen bei den Teppichen, was soll der Untergrund sein, wie dick soll das Ganze sein und wie soll das hier oben sein und die Druckvariante. Ne? Und bei Textilien ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man bei den Textilien, dass das Etikett fest dran genäht ist. Das muss bei jedem Textil immer so sein. Nachdem ein Produkt aus der Herstellung kommt, wird direkt in der Türkei mit der Bearbeitung der Bilder für den Online-Shop gestartet. Die Designerin benötigt ungefähr einen Tag, um 7 Bilder mit Verkaufsargumenten fertigzustellen. Kunden wollen immer weniger lesen, daher sollten möglichst viele Informationen auf den Bildern vorhanden sein. Mit einem Transporter machen wir uns auf den Weg nach Esenyurt, etwa 2 Stunden vom Zentrum entfernt. Die Türkei verzeichnet im Jahr 2022 Exportrekorde. Aufgrund der hohen Lieferkosten aus China weichen immer mehr Wiederverkäufer auf Lieferanten in der Türkei zurück. Mitte 2021 lag der Versand für einen Seekontainer aus China bei ca. 20.000 €. Im Jahr 2018 lag der Preis noch bei 1.000 €. 2021 hätten die Medien bereits vor Preissteigerungen warnen können, denn wenn Versandkosten teurer werden, müssen Importeure die Mehrkosten auf die Produktpreise aufschlagen. Viele Hersteller haben einen Showroom, um deren Produkte zu präsentieren. Hier empfangen sie Kunden, handeln Preise aus und besprechen die Zusammenarbeit. Vielleicht ist hier das passende Produkt für die beiden Gründer dabei. Wir bitten den Hersteller um einen Rundgang in der Fabrik. Man hat uns mitgeteilt, dass nicht jeder Bereich gefilmt werden darf. Daran halten wir uns natürlich. Jede Fabrik hat zu Recht ihre Produktionsgeheimnisse. In der Fabrik fällt uns auf, dass an so gut wie jeder Maschine noch ein Mensch arbeitet. Die Produktion ist damit nicht zu 100% über Maschinen abgewickelt. Die Produktion findet komplett in der Türkei statt. Die Rohstoffe, wie hier die Plastikkugeln, werden meist aus Asien importiert. Die Plastikkugeln werden zum Einschmelzen über einen Sauger aufgesaugt, um sie anschließend einzuschmelzen und zu verarbeiten. Jedes Produkt benötigt eine eigene Form. Sehr interessant und spannend, wie aus kleinen Kugeln am Ende ein Produkt entsteht, welches über Amazon, im eigenen Online-Shop oder im stationären Handel verkauft werden kann. Ob jetzt das passende Produkt dabei war, konnten die Gründer uns noch nicht mitteilen. Es waren mehrere interessante Produkte dabei, jedoch besuchen wir noch weitere Unternehmen und man möchte sich erstmal einen Eindruck verschaffen. Es ist in der Türkei nicht einfach, in einem Unternehmen zu filmen. Viele Lieferanten haben Angst vor Kopien. Da Mike mit seinem Unternehmen Basani.com bereits mit mehreren Lieferanten zusammenarbeitet, haben wir da etwas Glück gehabt. Das Unternehmen Basani findet für Kunden im Ausland die passenden Lieferanten in der Türkei. Dazu kontrollieren sie die Produkte und verpacken diese. Der Verkauf über Amazon muss nach bestimmten Richtlinien erfolgen. Die meisten Lieferanten in der Türkei haben nicht die Erfahrung mit Online-Händlern aus dem Ausland. Daher war es für Mike zwingend erforderlich, ein Unternehmen wie Basani zu gründen. In Istanbul gibt es mehrere Orte, wo Hersteller einen Showroom haben oder direkt an Wiederverkäufer verkaufen. Wir sind heute an so einem Ort. Dieser nennt sich İstoç. Hier können Wiederverkäufer kleinere Mengen einkaufen. Der Export direkt von hier gestaltet sich jedoch schwierig. Da kommt wieder das Unternehmen von Mike mit Basani zum Einsatz. Die meisten Lieferanten erstellen keine Exportdokumente, die für den Import in Deutschland jedoch erforderlich sind. Und man kann halt hier sehr, sehr einfach, wenn man das zu einer Fabrik in die Gravur reinmacht, und dann kann man halt sein eigenes Logo oder ganz schnell eine eigene Marke machen. Wir besuchen einen Hersteller für Holzartikel. Wir erfahren, dass es hier mehrere Produkte ohne Marke gibt und es mit wenig Aufwand möglich ist, seine eigene Marke auf die Produkte mit einem Laserverfahren einzubrennen. Ist dieser XXL-Löffel vielleicht ein Produkt für einen Gründer? İsim yazabiliyor muyuz? Yaptınız hepsi üstte para. Machbar, kostet was. Zaten vereceğim şey. Aber das hat keiner. Genau, stimmt. Bis jemand diesen Laden hier findet, wo man das macht, so tun kann.
Ne? Yaparız. Das Yani fertiges 5 Euro kostet. file yaparız. Biz A101'den Das ist aber auch bei 30 Euro. Sehr, sehr gut dabei. Und wer kauft das Geschäft, oder? Als Deko? Nein, Privatperson. Echt? Einfach so als Geschenk zum Beispiel für so einen Männergeburtstag oder so. bunları ahşap yapacaksın ama zaten o kadar numune var. Bize yol verebilir misiniz? İşte yollarız, katalog da yollarız. Es gibt Produkte, die lassen sich gezielt über Werbeanzeigen gut verkaufen, weil Kunden diese Produkte nicht aktiv suchen. Sie werden jedoch gekauft, weil die Werbeanzeige sie anspricht. Dann gibt es wiederum Produkte, die werden von Kunden aktiv gesucht und durch Analysen könnte man vorab ermitteln, wie viele Personen im Monat nach so einem Produkt suchen. Weiter geht die Tour zu einem Händler für Gadgets und Küchenartikel. Beim Import von Plastikprodukten, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, sollten die Produkte BPA-free sein. Es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die nicht im Plastik enthalten sein sollten. Eine Prüfung ist immer erforderlich. Uns fallen in der Türkei die vielen Straßenkatzen und Hunde auf. Sie leben in Harmonie mit der Bevölkerung. Der Tag war ganz cool. Wir haben ziemlich viele Produzenten angeguckt, viele verschiedene Produkte. Ja, müssen wir uns auswählen, gucken, was eigentlich passt für Shop oder welche Variante wir nehmen und welche Produkte werden wir verkaufen. War eigentlich ganz cool heute. Der Tag war beeindruckend, schön, auch erstmal alles in Live hier zu sehen, die Leute kennengelernt, alle sehr nett. Wir haben Produkte angeschaut, genau. Ich habe jetzt eine bessere Vorstellung, wie der Ablauf ist. Jetzt können wir uns einfach besser Gedanken machen, wie es weitergehen soll, in welche Richtung es gehen soll. Heute habe ich gelernt, dass man die Produkte am besten selber angucken sollte, anfassen sollte, gut überlegen muss, ob das verkauft wird, ob da viele Konkurrenten gibt, wie der Preis ist, genau, Vergleiche machen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Auswahl an Produkten ist unendlich groß. Die Gründer sind froh über die Zusammenarbeit mit Mike und seinem Team. Einen erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben, kann in vielen Fällen sehr hilfreich sein. Besonders wenn man einer Fehlinvestition vorbeugen möchte. Egal wie nett und lieb ein Lieferant ist, ein Muster sollte immer vorab erstellt werden und die gesamte Lieferung vor dem Versand nach Deutschland einmal geprüft werden. Nach vielen Besuchen bei Lieferanten wollen wir im Büro alles analysieren. Da Istanbul sehr groß ist, hat Barsani ein Büro auf der europäischen Seite und ein Büro auf der asiatischen Seite. Wir sind heute im Büro auf der asiatischen Seite. Zwischendurch kamen die Kinder von Mike vorbei. Kurz einen Kuchen essen und mal schauen, was der Papa auf der Arbeit so macht. Mike trennt Geschäft und Familie nicht. Die Kinder sollen früh lernen und alles miterleben. Was sie jedoch später machen, ist ihm nicht so wichtig. Wichtig ist ihm nur, sie sollen glücklich sein bei dem, was sie machen. Mike hat eine Checkliste für alle Partner erstellt. Bevor Sie mit Ihrem Unternehmen starten, sollten Sie diese Checkliste einmal abarbeiten, um Verzögerungen zu vermeiden oder auch Fehler. Manchmal will Amazon zusätzliche Freischaltungen, um dich zu verifizieren. Und dann wollen die einfach eine Stromrechnung von dir haben, dass sie auch wissen, die Adresse. Ja genau, das ist hier ganz oft das Problem. Und dann ist die Frage, ob man da andere Aufkleber machen kann, weil ich habe mich schon... Der verkauft 1300 Stück. Also der macht glaube ich so knapp 30.000 im Monat oder so, ja, 25.000 Euro im Monat. Bei 30 Euro 800 Sales hat er. Der Vorteil zum Beispiel jetzt von deinem Produkt, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass es gibt zum Beispiel jetzt hier keinen so vergleichbaren in der Analyse, der in der Analyse auffällt. Aber dann können wir einfach mal so grob über die organische Suche schauen, ob es da irgendwie was Ähnliches gibt. Weil es muss ja nicht sein, dass jeder halt so ein Design jetzt sucht. Dein Design ist einfach anders so, ne? Und da sticht man dann zum Beispiel bei Amazon raus, weil das, was jetzt zum Beispiel hier alle machen ist, die sehen ja fast alle gleich aus. Da tut sich ja jetzt kaum was. So, wenn man jetzt der Zehnte ist, der hingeht und genau das gleiche macht, das machen wir nie. So, ne? Hier jeder hat diese Sticker, jeder hat hier durchsichtig, jeder hat Dings, weil alle analysieren und schauen, was läuft und dann versuchen das zu kopieren. Ja. Wenn du aber hingehst. Die Analyse vor dem Start ist sehr wichtig. Damit können Verluste vermieden werden. Um ein Produkt oder einen Markt vorab analysieren zu können, sind viele Jahre an Erfahrung nötig.
Bis jetzt haben die beiden Gründer sich noch für kein Produkt entschieden. Die Auswahl ist groß und niemand möchte mit dem ersten Business nicht erfolgreich werden. Also der Emre hat mir jetzt gerade schon gezeigt, was im Sortiment ist. Diese Bürsten, ja, mit echt Haare vom Pferd. Nur dieses hier habt ihr nicht, aber er hat gemeint, das kann er auch besorgen. Das ist dann nämlich die kleinere Version fürs Gesicht, weißt du? Ja. Weil das andere ist ja zu groß fürs Gesicht, das ist eher für den Körper und dann gibt es noch eins fürs Gesicht. Well, I think we have a lot of samples for gloves and everything. Last time we ordered samples. Also wunderbar. Aber das Wichtige ist halt, dass es wirklich echt Haare vom Pferd sind, weißt du? Nicht irgendwie. Echt Haar, nicht gewaschen, was du möchtest. Sehr gut. Echt Haare. Für die Analyse von Produkten können Quereinsteiger auch auf Software zurückgreifen. Jedoch benötigt man hier auch die Erfahrung. Mike und sein IT-Team entwickeln aktuell eine Software, um Quereinsteigern den Start und die Analyse zu vereinfachen. Wir besuchen auf der asiatischen Seite von Istanbul einen Hersteller für Badeschwämme, da beide Gründer Interesse haben, Beauty-Produkte zu vertreiben. Dazu gehören nicht nur Seifen, sondern auch Hammamtücher, Schwämme und vieles mehr. In der Fabrik bekommen wir die komplette Herstellung mit, vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Verhandlungen werden direkt vor Ort gemacht. Dazu gehört das Produkt selbst, die Farbe, Größe, Qualität, Preis und die Menge natürlich. In der Türkei läuft vieles sehr locker ab. Bei Verhandlungen werden Späße gemacht. Es herrscht eine freundliche und sympathische Atmosphäre. Problem Yok bedeutet auf Deutsch, es gibt kein Problem und wird oft darauf bezogen, dass alles machbar ist. Details werden dann in Ruhe besprochen, während man auf den Tee wartet. Mike ist 33 Jahre alt und hat sein Business mit 15 gestartet. Über die Jahre hat er viele Kunden und Kontakte aufgebaut. Er zeigt den beiden Gründern, wie man am Telefon direkt neue Kunden finden kann, wenn man nicht das Online-Marketing nutzen möchte. Dabei sucht er in Google nach passenden Unternehmen, ruft an und fragt, wer für den Einkauf zuständig ist. Später sendet er ihnen dann ein Angebot per E-Mail. Entweder gewinnt er so einen weiteren Kunden oder eben nicht. Laut Mike ist das Leben und Business ein Spiel. Man darf es nicht zu ernst nehmen und sollte einfach machen und sich nicht zu viele Gedanken machen. Jetzt bekommen wir das Produkt zu sehen. Wir wollen wissen, wie viel Material wird benötigt, um so ein Produkt herzustellen. Der Hersteller stellt nur das Material her. Die Produktion findet bei mehr als 500 Hausfrauen statt, die sich so nebenbei etwas dazu verdienen. In der Türkei läuft es etwas anders als in China ab. Hier gibt es viel mehr kleinere Familienbetriebe und Dienstleister, die gemeinsam an einem Produkt arbeiten. In China ist es oft eine große Fabrik, aus der alles kommt. Der Hersteller ruft einen befreundeten Hersteller an, der auch Beauty-Artikel herstellt. Er versucht, einen Termin für uns zu machen, damit wir auch seine Fabrik besuchen können. Dahin stellen, überall. Und auch verkaufen. Die kann man auch in kleinen bestellen, die überall in den Kasten drauf zu packen oder so. Die Art, wie Produkte verkauft werden, ist sehr vielseitig. Schwämme in so einem Display können stationär in Geschäfte weltweit verkauft werden. Oder man verpackt sie in Dreiersets und vertreibt diese über Amazon oder dem eigenen Online-Shop. Möglichkeiten gibt es viele. Wir dürfen einige Muster mitnehmen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Die Freundlichkeit in der Türkei ist einfach lobenswert. Der Hersteller verabschiedet sich von uns. Der Termin bei seinem Freund hat geklappt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um ihn zu besuchen. Neuer Hersteller, neue Produkte. Genau die Produkte, die die Gründerin auch gesucht hat. Eine Bürste aus Pferdehaar. Der Hersteller teilt uns mit, jedes Produkt kann auch mit der eigenen Marke hergestellt werden. Schon ab kleinen Mengen von 100 Stück. Pumpkin. No. Yes, it's a pumpkin. It's not pumpkin. No, the original one. Das ist dieses Ding, was da oben. Natürliche Produkte sind aktuell stark im Trend. Davon hat die Türkei sehr viele zur Auswahl. Vieles kommt direkt aus der Türkei und einiges wird aus anderen Ländern importiert und in der Türkei weiterverarbeitet. Wir bekommen einen Rundgang durch die Fabrik, können hier andere Produkte sehen, vielleicht auch die passenden für die Gründer. Da wir nach den üblichen Arbeitszeiten in der Fabrik sind, sind alle Mitarbeiter schon zu Hause. Wir können uns so in Ruhe umschauen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie aus einem natürlichen Rohstoff ein Produkt entsteht. Die Qualität ist für beide Gründer wichtig, daher werden die Produkte ganz genau angesehen. Die Idee, Produkte in einem Set zu verkaufen, ist eine sehr gute. Ein Stück Seife aus Amazon zu bestellen, machen vielleicht nicht viele. Ein Set mit allem Drum und Dran ist da schon attraktiver, vielleicht auch als Geschenkset.
So viele neue Eindrücke müssen erstmal verarbeitet werden. Je mehr man zu sehen bekommt, desto schwerer wird es, sich das passende Produkt auszusuchen. Wenn das Kapital vorhanden ist, kann alles gekauft und verkauft werden. Jedoch muss man bei einem kleineren Budget schon einige Entscheidungen treffen. Ich fand es sehr gut. War eine sehr tolle Zeit, diese einige Tage, was wir hier gebracht haben. Haben viel gesehen, viel gelernt, waren bei vielen Produzenten, haben viele Fabriken angeguckt, viele Produzenten, wie die das machen, was man macht, wie das alles hier funktioniert. Und ich finde es sehr toll, sehr cool, also auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe viel gelernt, werde ich das Ganze noch bearbeiten müssen in meinem Kopf. Auf jeden Fall für die Zukunft ziemlich viel mitgenommen. Gedanken hat man immer, ich habe immer noch auch Gedanken, aber man kann auch die nächsten 10 Jahre noch Gedanken machen. Die Sache ist halt, wenn man irgendwie ein Ziel gesetzt hat oder das Ziel erreichen will, dann würde ich sagen, einfach machen. Einfach probieren. Also wenn man halt gewissen Kapital hat und sagt, okay, ich will das Geld mit diesem Geld probieren, jetzt zu investieren oder irgendwie was aufbauen, würde ich sagen, probieren, einfach machen und alles andere kommt mit der Zeit. Ich fand es sehr, sehr interessant, viele Eindrücke bekommen. Ich habe jetzt auch eine bildliche Vorstellung, wie hier die Abläufe sind. Jetzt werde ich einfach auch viel sicherer sein, weil ich genau weiß, wie hier die Organisation funktioniert, die Produkte aussuchen, hinfahren und dass ihr dann auch hier alles schön vorbereitet, versandfertig. Ja, wie gesagt, man spart sich viele Schritte und die Unterstützung, die ihr anbietet, bei jedem Schritt dabei zu sein, genau, gibt einem dann noch mal mehr Mut. Genau, also ich würde dann sagen, traut euch einfach. Also ich würde sagen, macht dir so schnell wie möglich Gedanken, was, und dann starte einfach los, weil gerade wenn jemand an deiner Seite ist, braucht man echt keine Angst haben. Und es ist heutzutage sogar sehr wichtig, was zu machen, zu probieren. Es kann eigentlich nicht viel schief laufen, ja, wenn man das alles richtig so einhaltet und wenn es gut durchdacht ist und durchgeplant ist. Also ich würde auf jeden Fall sagen, starte so schnell wie möglich. Wir sind gespannt, wie sich die beiden Gründer entwickeln werden. Wenn du Interesse daran hast, dein eigenes Business zu starten, schau dir die Homepage an. Der Link dazu in der Beschreibung. Du kannst auch an einem Mindset Bull Event in der Türkei teilnehmen, mit dem Team passende Geschäftsmodelle finden und Lieferanten vor Ort besuchen. Über die Instagram-Story oder TikTok berichtet Mike Besso täglich über den Alltag als Unternehmer und Auswanderer in der Türkei. Links dazu auch in der Beschreibung. Folg uns auf diesem Kanal. Wir werden weiterhin Gründer begleiten und beim nächsten Event dabei sein, um für dich alles zu dokumentieren.